Es ist der 20. Juli 2021. Du wolltest heute auf ein Date gehen und dein Date in ein schickes Restaurant einladen. Ihr habt einen schönen Abend, bis du dem Kellner signalisierst, dass du zahlen möchtest. Da du normalerweise kein Bargeld dabei hast, zahlst du mit Karte. Bibub, die Karte wird nicht angenommen. Du denkst, du hast die falsche PIN eingegeben, doch bei erneuter Eingabe der PIN wieder nur Bibub. Langsam wirst du nervös. Dir fällt ein, dass du diesen Monat schon ziemlich verschwenderisch mit deinem Geld umgegangen bist. Könnte es sein, dass dein Konto leer ist und du kein Geld mehr hast? Zum Glück hilft dir dein Date charmant aus und ihr habt trotzdem noch einen schönen Abend. Am nächsten Tag schwörst du dir jedoch, dass dir das nicht nochmal passieren wird. Doch wie schaffst du es, deine Ausgaben im Blick zu behalten und nicht immer zu viel auszugeben? Genau hier kommt das Bargeld-Budget, auch bekannt als umschlagsbasiertes Budget, ins Spiel. Und genau das wollen wir uns heute nach dem Intro anschauen. Wir sind Leben in Freiheit und unsere Mission ist es, jedem eine gute Finanzbildung zu ermöglichen. Unterstütze uns, indem du dem Video ein Like dalässt, damit der YouTube-Algorithmus unser Video noch mehr Menschen zeigen kann. Für das umschlagsbasierte Budgeting brauchst du eigentlich nur zwei Sachen. Das eine sind Briefumschläge und das andere ist ein Stift und Zettel. Wofür du die Umschläge brauchst, erkläre ich dir gleich. Im Vorfeld müssen wir jetzt erst einmal unsere Ausgaben herausfinden. Dazu kannst du beispielsweise die Methoden aus dem Nullsummen-Budget verwenden, worüber wir auch bereits ein Video gedreht haben. Das verlinke ich dir einfach mal oben in der Infobox. Im Grunde genommen ist das nämlich relativ einfach. Du schreibst einen Monat lang einfach all deine Ausgaben auf. Und mit alle meine ich auch wirklich alle. Also deine Fixkosten wie Miete, Versicherung, Transport und ähnliches. Aber natürlich auch jeden Euro, den du für den berühmt-berüchtigten Coffee to go ausgibst, von dem du dir Snacks im Firmenautomaten kaufst, oder auch sonst jeden Euro, den du diesen Monat ausgibst. Hinzu kommen dann auch alle Ausgaben, welche über das Jahr verteilt anfallen, also Mitgliedschaften, bestimmte Versicherungen, Geschenke etc. Für diese unregelmäßigen Ausgaben musst du nur eins beachten. Du schreibst dir alle Ausgaben auf, also beispielsweise 250 Euro alle 4 Monate für Versicherung, 60 Euro pro Jahr für Amazon Prime und 100 Euro pro Jahr für Geschenke. Diese rechnest du dann zusammen und teilst sie auf jeden Monat gleichmäßig auf. In unserem Fall also 250 Euro mal 3 plus 60 plus 100 Euro. Das macht dann 910 Euro im Jahr. Und die teilst du dann durch 12, was 75 Euro pro Monat gibt. Nachdem du nun einen Monat all deine Ausgaben aufgeschrieben hast, geht es an den nächsten Schritt. Das Aufteilen deiner Ausgaben in verschiedene Kategorien. Hiermit meine ich beispielsweise alle Fixkosten wie Miete, Wohngeld, Strom, Versicherung und regelmäßige Fixkosten als eine Kategorie. Eine andere Kategorie könnte beispielsweise Lebensmittel sein oder Haushaltskosten. Bei den Kategorien gibt es keine Grenzen, du kannst diese so breit oder eng setzen, wie du willst. Bedenke jedoch, wenn du eine Kategorie zu eng setzt, dann macht sie irgendwann keinen Sinn mehr. Eine Kategorie für Knoppers beispielsweise ist sinnlos, wenn du nicht pro Monat Knoppers im Wert von hunderten Euros kaufst. Falls doch, kann sie eventuell schon wieder sinnvoll sein. Wenn du diese Aufteilung gemacht hast, kommen wir auch schon zum letzten Schritt des umschlagbasierten Budgets. Für diesen Schritt brauchst du nun die oben vorbereiteten Umschläge. Auf jeden Umschlag schreibst du die Kategorien, welche du gerade festgelegt hast. Wichtig ist, hier keine Kategorie zu vergessen. Nachdem du nun die Kategorien auf die Umschläge geschrieben hast, musst du die Kosten jeder Kategorie zusammenrechnen. Dieser Schritt ist der wichtigste Schritt beim Erstellen des umschlagbasierten Budgets. Denn die Summe, welche du nun ausrechnest, ist dein Limit, welches du nun für den nächsten Monat hast. Das heißt, dass du am Anfang des Monats alles Geld von deinem Konto abhebst und es auf die Umschläge verteilst. Dabei packst du in jeden Umschlag nur so viel Geld, wie du vorher ausgerechnet hast. Durch die Aufschlüsselung in Kategorien machst du dir deine Ausgaben bewusst und mit dem Limit, dass jeder Umschlag nur für diese Kategorie verwendet werden darf, sorgst du dafür, dass du niemals mehr Geld ausgibst, als du geplant hast. Wenn du dir diese Umschläge genau anschaust, fällt dir vielleicht auf, dass wir eine Kategorie bewusst ausgelassen haben, die Fixkosten. Denn das ist der Nachteil an dieser Budgetierungsart. Du kannst normalerweise nicht alles in bar bezahlen. Fixkosten werden in der Regel von deinem Konto abgebucht. Miete, Versicherung, Transport wie Bus- bzw. Bahnkarten oder Mitgliedschaften. Doch auch dafür gibt es eine Lösung. Quasi ein hybrider Ansatz. Denn du kannst beispielsweise auch das Geld für Fixkosten, welche von deinem Konto abgebucht werden, auf deinem Konto belassen und dann nur all diejenigen Ausgaben in Umschläge packen, welche nicht von jemand anderem abgebucht werden. Auch kannst du statt Bargeld und Briefumschläge verschiedene Konten für verschiedene Kategorien verwenden und diese auf einen bestimmten Betrag festsetzen.
beispielsweise Konto 1, Fixkosten 850 €, Konto 2, Haushalt bzw. Lebensmittel 150 € und so weiter. Es gibt auch Anbieter, welche einzelne Unterkonten anbieten, die du selber online benennen kannst. Wir nutzen beispielsweise das Konto N26. Allerdings sind diese Unterkonten oft limitiert und Extrakonten sind kostenpflichtig. Zudem hat es den Nachteil, dass du im Gegensatz zum Bargeld nicht sofort siehst, wie viel Geld du bereits für deine Kategorien ausgegeben hast und wie viel noch übrig ist. Sicher, du kannst dich in dein Konto einfach einloggen und nachschauen, doch Bargeld hat den Vorteil, dass wenn es ausgegeben ist und du nicht mehr ausgeben kannst. Für wen ist diese Budgetierungsart also geeignet? Umschlagsbasiertes Budgetieren ist besonders dann für dich geeignet, wenn du Schwierigkeiten damit hast, nicht mehr als das Geld, das dir zur Verfügung steht, für bestimmte Ausgaben auszugeben. Du also den Überblick verloren hast. Beispielsweise denkst du, du könntest jetzt für 20 € Burger essen gehen, hast jedoch vergessen, dass aber am nächsten Tag noch 30 € für eine Versicherung abgebucht werden, die du nicht im Kopf hattest, weshalb das Konto dann überzogen wird. Mit dieser Budgetierungsart ist das Geld dann genau voneinander getrennt und du musst dir darüber keine Sorgen machen. Wenn du häufig am Ende des Geldes noch zu viel im Monat übrig hast, kann dieses Budget dir dabei helfen, deine schlechten Ausgabengewohnheiten in den Griff zu bekommen. Es kann dir genauso wie das Nullsummenbudget dabei helfen, die Ausgaben in bestimmten Kategorien herunterzufahren, wenn du beispielsweise mehr Geld sparen und investieren willst. Umschlagbasierte Budget ist also eine Budgetierungsmethode, bei welcher du Geld in verschiedene Kategorien aufteilst. Diese Kategorien, also beispielsweise Fixkosten, Lebenshaltung, Spaß, Investieren etc., werden basierend auf den Ausgaben des Vormonats bestimmt. Es hilft dir also dabei, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten. Dabei ist es besonders dann für dich geeignet, wenn du Schwierigkeiten damit hast, nicht mehr Geld auszugeben, als du für den Monat zur Verfügung hast. Budgetieren ist nur ein Aspekt der finanziellen Freiheit. Um wirklich finanziell frei zu werden, braucht es eine ausgeprägte finanzielle Bildung. Und genau dafür haben wir diesen Kanal ins Leben gerufen. Unterstütze uns, indem du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und uns ein Abo dalässt, denn dadurch kann unser Video noch mehr Menschen helfen. Auf der linken Seite findest du die Playlist aller bisher vorgestellten Budgetierungsvideos. Bis zum nächsten Mal, dein Leben in Freiheit.